Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen Cold Case. In diesem Fall wurde bereits ein Verdächtiger verhaftet und dann freigesprochen. Und aufgrund dessen hat man sich dann an Aktenzeichen Y gewandt und dadurch wurde dann dieser Filmfall erstellt. Es geht um den Mord an Brigitte Tolle. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 5. April 1991. Tattag war der 3. Mai 1989. Ich sag's gleich im Vorfeld, also ich habe im Internet zwar ein paar Quellen gefunden, die Informationen zu diesem Fall haben, aber allerdings sind dies nur Quellen, für die man bezahlen muss. Und ich weiß dann natürlich auch nicht, ob dann dementsprechend der Inhalt dieser Artikel das Geld wert ist. Aber als ich das Skript so geschrieben habe und eigentlich schon fast fertig war, habe ich mich nochmal auf die Suche begeben und habe dann mit ein paar kleinen Tricks, wenn ich es mal so sagen darf, noch die eine oder andere Information gefunden. Allerdings waren diese nicht ganz so vollständig, aber ich würde mal vorschlagen, ich fange langsam mal mit dem Fall an, bevor ich euch jetzt alles hier erzähle, was es für Schwierigkeiten gab bei der Recherche zu diesem Fall. Brigitte Tolle wurde am 3. Mai 1989 in einem kleinen Ort bei Celle getötet. Das Opfer, also Brigitte Tolle, hatte damals 60 Stichverletzungen und ihr Schädel wurde zertrümmert. Sie war zum Zeitpunkt der Tat am 5. Monat schwanger. Die Staatsanwältin, die im damaligen Prozess die Anklage vertreten hat, ist im Studio und erklärt vor dem Filmfall, warum dieser Fall jetzt bei Aktenzeichen Y ausgestrahlt wird. Und zwar ist ja diese Verhandlung gescheitert gegen den Angeklagten und im ersten Verfahren konnte dann eine wichtige Spur nicht abgeklärt werden. Und zwar geht es um einen Brief, den Brigitte kurz vor ihrem Tod selber geschrieben hat. Brigitte Tolle ist 34 Jahre alt und Postbeamtin im sogenannten Mittleren Dienst. Tätig ist sie im Postamt Hermannsburg im Kreis Celle. Zuerst hat sie mehrere Jahre am Schalter gearbeitet, dann hat sie sich in den Außendienst versetzen lassen. Der Grund war, dass sie dann nachmittags etwas mehr Zeit für ihre Tochter hatte. Im Frühjahr 1989 ist sie erneut schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Also zum Zeitpunkt des Mordes war sie im 5. Monat schwanger. Sie wohnt mit ihrer Tochter und ihrem Lebensgefährten in einem Einfamilienhaus in Hermannsburg im Ortsteil Barwen. Die Beziehung zwischen ihr und ihrem Lebensgefährten scheint nach außen intakt zu sein. Aber trotzdem muss Brigitte Probleme gehabt haben. Denn irgendwann um diese Zeit schreibt sie einen Brief an einen anderen Mann. Und dieser Mann hat den Namen Thomas. Mehr ist leider nicht bekannt. In der filmischen Darstellung schreibt sie den Brief und eine Sprecherin liest ihn dabei vor. Der Text des Briefes lautet wie folgt: Hallo Thomas, ich finde es nun auch sehr schade, dass wir nicht zusammenbleiben können. Aber unsere Interessen sind doch zu verschieden. Und nur das Kind als Basis scheint für das Zusammenleben doch zu wenig. Es würde keinem von uns etwas bringen. Bitte versteh mich doch. Es tut mir leid. Bis heute konnte nicht ermittelt werden, wer denn dieser Thomas ist, von dem sie sich praktisch in diesem Brief verabschiedet. Am Mittwoch, dem 3. Mai 1989, dem Tattag, fährt sie wie an jedem Tag die Post in Hermannsburg und Umgebung aus. Dieser Tag ist der Tag vor Christi Himmelfahrt oder auch als Vatertag bezeichnet. Für den Abend des 3. Mai 1989 haben Brigitte und ihr Lebensgefährte unterschiedliche Pläne. In der filmischen Rekonstruktion spricht Brigitte mit ihrer Tochter, dass ihr Lebensgefährte Hartmut, der auch tatsächlich so heißt, mit seinen Freunden in den Vatertag reinfeiern will. Und Brigitte möchte ihn doch bitte
zu der Kneipe bringen, wo die sich treffen wollen. Sie sagt dann ihrer Tochter außerdem, dass sie nicht lange wegbleiben wird. Als Brigitte zusammen mit ihrem Lebensgefährten das Haus verlässt, trägt sie vermutlich den Brief an Thomas bei sich. Brigitte fährt dann Hartmut zu einem Bierlokal in Hermannsburg. In der filmischen Darstellung heißt der Laden Bierpub. Sie trennen sich dann dort gegen 21:40 Uhr, also sie setzt ihn dort ab und fährt dann weiter. Und so wie sie es ihrer Tochter wohl versprochen hatte, wollte sie dann ja eigentlich nach Hause fahren. Aber Brigitte fährt nicht nach Hause, sondern nach Munster. Das ist circa 25 Kilometer entfernt. Dort taucht sie kurz nach 22 Uhr in einem Restaurant auf. Die Wirtin kennt die Briefträgerin aus Hermannsburg. Sie sagt später der Polizei, es hat für sie ausgesehen, als würde Brigitte in dem Restaurant jemanden suchen. Und danach hat dann Brigitte das Restaurant verlassen, weil sie anscheinend im Restaurant nicht die Person getroffen hat, mit der sie eigentlich verabredet war. Und danach muss sie dann ihren Mörder getroffen haben. Und damit endet dann auch die filmische Darstellung. In der Nachbesprechung teilt Ede dann mit, dass Brigitte am nächsten Morgen am Löwenstein, einem Ausflugsgebiet im Landkreis Celle, tot aufgefunden wurde. Der Brief an diesen Thomas steckte in der Jackentasche von Brigitte. Nach dem graphologischen Gutachten hat Brigitte Tolle diesen Brief selber geschrieben und dies auch freiwillig. Laut der im Studio anwesenden Staatsanwältin ist es fraglich, ob es diesen Thomas gibt, da dieser bisher nicht gefunden werden konnte. Der Prozess, der mit einem Freispruch endete, wurde damals gegen den Lebensgefährten geführt. Allerdings ohne zu wissen, was sich hinter diesem Brief verbirgt und wer dieser ominöse Thomas ist. Was weiterhin merkwürdig ist, sie hatte in dem Brief an diesen Thomas geschrieben, dass dieser der Vater des Kindes ist. Spätere Tests ergaben dann aber, dass der Lebensgefährte der Vater war. Auch die Adressierung des Umschlags warf dann Fragen auf. Vorne stand nur lapidar an Thomas, also dort, wo dann steht, an wen der Brief gehen soll. Es wurde keine Briefmarke aufgeklebt und auf der Rückseite dann ein kompletter Absender inklusive Postleitzahl. Da die Adresse in der Sendung damit bekannt gemacht wurde, nenne ich sie hier auch einmal. Also da war die Wohnadresse von Brigitte Tolle Willighäuser Weg 23a in 29320 Südheide. Um Unklarheiten wegen der Adresse vorzubeugen, denn ich hatte ja gesagt, dass sie im Stadtteil Barven in Hermannsburg wohnt. Hermannsburg liegt im Nordosten des Landes Niedersachsen in der Lüneburger Heide am Westrand des Naturparks Südheide. Es ist eine Ortschaft der Gemeinde Südheide im Landkreis Celle. Dies Ganze ist irgendwie unlogisch, zumal sie ja bei der Post beschäftigt war. Die Staatsanwältin bittet dann darum, dass sich dieser Thomas, falls es ihn dann gibt, sich zu melden. Und wie schon am Anfang gesagt, in diesem Fall gibt es leider nur sehr wenige Informationen. Nur 2 Artikel in der Zeitung von Celle und beide sind eben Bezahlartikel. In dem Artikel vom 11. August heißt es, das war dann halt dementsprechend in der Überschrift dort zu lesen, 1989 wurde die Postbeamtin Brigitte Tolle, die im 5. Monat schwanger war, am Löwenstein bei Mühlen brutal erstochen. Verdächtigt wurde ihr damaliger Lebensgefährte Hartmut F. Obwohl er kein Alibi hatte und sich immer weiter in Widersprüche verstrickt hatte, konnte ihm die Tat nicht nachgewiesen werden. Bis heute wurde kein Täter überführt. Die Celler Zeitung hat mit Stefan Pirch, Neffe des Opfers, gesprochen. Er ist sich sicher, wer seine damals 34-jährige Tante ermordet hat. Und in einem anderen Artikel heißt es in der Überschrift, dass für den Lebensgefährten eine Strafe von 13 Jahren gefordert wurde. Also damals von der Staatsanwältin in der Verhandlung.
Anscheinend diente die Darstellung des Falls bei Aktenzeichen XY nur dem Sinn, dass sich dieser Thomas meldet bzw. gefunden wird, wenn es ihn dann gibt. Aber schauen wir mal weiter in dem Fall. Erst einmal kommen natürlich Fragen auf wegen des Lebensgefährten. Also wenn man das Ganze so auf sich wirken lässt, sieht es so aus, als wenn Brigitte eine weitere Beziehung mit diesem Thomas hatte. Und sie ist sich laut des Inhaltes des Briefes sicher, dass dieser der Vater ihres Kindes ist. Aber warum? Es wurde ja später nachgewiesen, dass der Lebensgefährte der Vater war. Für mich stellt sich jetzt als allererstes die Frage, ob jemand diesen Brief gelesen hat. Sei es der Lebensgefährte oder dieser ominöse Thomas. Wurde bezüglich des Briefes nicht nur graphologische Untersuchungen gemacht, wurde der Brief und der Umschlag auch nach Fingerabdrücken untersucht? Leider gibt es keine Info dazu. Es wurde nach dem Filmfall nur nach diesem Thomas gesucht und noch nebenbei nach Zeugen, die Angaben zu den unerklärlichen Angaben machen können. Also es wurde nicht gefragt nach dem Fahrzeug, mit dem Brigitte gefahren ist, ob das irgendwo jemand gesehen hat, ob jemand im Umfeld dieses Restaurants jemanden gesehen hat, mit dem sich Brigitte getroffen hat. Gar nichts. Es ging im Prinzip wirklich nur um diesen Thomas. Also insgesamt ist dieser Fall oder was man da als Informationen hat, alles total unkonkret und im Prinzip kann man sich hier sanft gesagt zu Tode spekulieren. Aber halten wir es jetzt mal knapp. Brigitte wurde ja in diesem Restaurant von der Wirtin gesehen. Und es sah so aus, als wenn sie jemanden gesucht hat, mit dem sie verabredet war. Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es kann natürlich auch sein, dass die Wirtin da jemand anderes gesehen hat, der ähnlich aussah wie Brigitte. Jetzt kommen wir wieder zum Lebensgefährten. Brigitte hat ihn laut der Darstellung an einer Kneipe abgesetzt, gegen 21:40 Uhr, wo er mit Freunden in den Vatertag feiern wollte. Danach taucht sie gegen 22 Uhr in einem Restaurant auf. Die Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wahrscheinlich getötet wurde, dürfte dann nicht mehr so weit weg gewesen sein, denn laut Sprechertext, nachdem sie das Restaurant verließ, traf sie auf ihren Mörder. Wenn der Lebensgefährte in dieser Kneipe war und sich dort mit Freunden verabredet hat, muss es ja Zeugen geben und er ein Alibi haben. So, und wie ich schon gesagt hatte, während ich das Ganze hier jetzt gescriptet habe, habe ich dann zwischendurch immer noch wieder ein paar Versuche unternommen, noch ein paar weitere Infos zu bekommen, weil ab und zu ist mir dann, wenn ich dann skripte, irgendwas unklar, dann will ich nochmal kurz nachrecherchieren. Ja, und dann habe ich nochmal explizit nochmal nach Punkten vom Lebensgefährten und dieser Gerichtsverhandlung geschaut. Und wie schon gesagt, mit ein bisschen Tricksen konnte ich dann noch einen Zeitungsartikel finden. Allerdings konnte ich daraus nur Fragmente, also nur Teile lesen. Aber ich versuche jetzt mal ein bisschen zu erklären, was da so passiert ist. Das heißt, ich lese diesen Zeitungsartikel mal kurz vor und ich hoffe, ihr könnt es so einigermaßen nachvollziehen. Also es beginnt mit den Worten: Auf ihren Schädel versetzte der am Boden liegenden eine Vielzahl von Stichen, schlägt mit einem unbekannten Gegenstand ihren Schädel ein und fährt mit dem Auto in sehr hoher Geschwindigkeit über die Heidefläche fort. Nach Munster, wo er das Fahrzeug stehen lässt, beschreibt die Oberstaatsanwältin das aufsehenerregende Verbrechen in der lauen Nacht zum Himmelfahrtstag. So jedenfalls sieht die Chefanklägerin aus Celle die Bluttat. Also es geht jetzt einmal um die Verhandlung gegen den Lebensgefährten, in dem er freigesprochen wurde. Sie hat keinen Zweifel an der Täterschaft von Hartmut, der keinerlei Gefühlsregungen erkennen lässt, aber die ganze Zeit den Ausführungen mit größter Aufmerksamkeit genauso konzentriert lauscht wie sein Verteidiger. So, und dann fehlt da einiges und dann geht's weiter mit dem die Mappe mit den Personalpapieren von Brigitte Tolle im Interregio-Zug 1777 beim Zugführer als Fund abgegeben wurde. Kein anderer als Hartmut habe die Sachen in den Zug platziert
um eine Spur zu seiner Entlastung zu legen. Nochmals ging die Oberstaatsanwältin auf den ominösen Thomas ein, der aus dem Verfahren nicht wegzukriegen ist. Denn eines steht fest: Brigitte Tolle hat den Brief an Thomas mit eigener Hand zu Papier gebracht. Warum? Diese Frage wird man nie beantworten können. Aber Oberstaatsanwältin Sigrid Kindervater: Nach meiner Meinung gibt es den Thomas nicht. Der Inhalt des Schreibens sei ja nachweislich falsch. Okay, zu diesen Unterlagen, die da im Zug wohl gefunden wurden, komme ich gleich nochmal. Also anscheinend wurde dann der Lebensgefährte verdächtigt, Personalpapiere in diesem Interregio-Zug abgelegt zu haben. Anscheinend sollte das dann wohl so wirken, als wenn sie da mit dem Zug irgendwo hingefahren ist. Und dann kommen wir nochmal zu diesem Brief an den Thomas. Also, einmal heißt es, Brigitte Tolle hat den Brief an Thomas mit eigener Hand zu Papier gebracht. Warum? Diese Frage wird man nie beantworten können. Und dann, nach meiner Meinung, gibt es den Thomas nicht. Der Inhalt des Schreibens sei ja nachweislich falsch. Dann stellen sich natürlich mir zwei Fragen. Einmal, warum hat sie dann diesen Brief geschrieben? Und zweitens, warum wird dann, nachdem diese Verhandlung praktisch für die Oberstaatsanwältin gescheitert ist, weil es einen Freispruch gab, warum wendet man sich dann an Aktenzeichen XY und es wird ein Filmfall erstellt, und wo es dann in der Nachbesprechung nur darum geht, wer ist dieser Thomas? Ich meine, wenn es diesen Thomas nicht gibt, dann brauche ich den auch nicht zu suchen, wenn ich davon überzeugt bin. So, und dann fehlt wieder etwas in dem Artikel und dann geht es wohl mit einem Plädoyer des Verteidigers weiter, dass es keine Diskussion darüber bedarfe, dass hier ein scheußliches Verbrechen verübt worden ist. Aber man habe nichts, durch das der Angeklagte zu verurteilen sei. Was wir hier haben, sind Hilfstatsachen, bei denen jede Beziehung zur Tat fehlt. Denn wenn nur eine einzige Hilfstatsache zusammenbreche, dann stürze das ganze Gebäude zusammen. Alles sei zweideutig. Die schlüssige Indizienkette sei eben nicht vorhanden. Der Grundsatz in dubio pro reo gelte auch für Zeitangaben. Man wisse ja gar nicht, wann die Tat passiert sei. Im Zweifel müsse die von Professor Tröger unter normalen Bedingungen, ja, und dann fehlt leider wieder einiges, dass eben nichts da ist. Es gibt nichts Halbes und nichts Ganzes in dem Fall. Der Verteidiger ging weiter. Und wenn es einen Thomas nicht gegeben hat, ja, was wäre denn dann? Dann wäre immer noch gar nichts. Und wie soll er in der kurzen Zeit das Auto nach Munster schaffen? Nach dem Gutachten des Sachverständigen könne Hartmut eben wegen der Größe nicht gefahren sein. Zum Fund im Interregio 1777 legte der Anwalt Wert darauf, dass der Zugführer ausgesagt habe, große Reinigungen in diesen Zügen werden nur alle paar Wochen vorgenommen. Und nicht einmal dann wäre sicher, dass der Fund entdeckt werde. Und dann fehlt leider wieder was und dann geht es immer weiter. Auch darauf hinzuweisen, dass der Psychiater Professor Fenzlaff ausgeführt hat, Tat und Täter passen nicht zusammen. Deswegen und weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass ein größerer Mann das Auto weggefahren habe und auch der Täter sein könne, weiter wegen des Nichtwissens um die genaue Tatzeit und darum, wie der Täter zum Löwenstein gekommen sei, beantrage er den Freispruch. Hilfsweise fordere er ein Gutachten über die Glaubwürdigkeit der als Zeugin vernommenen Freundin des Angeklagten. So, das war es jetzt einmal aus dem Zeitungsartikel. Man kann sich leider nur ein grobes Bild machen, aber zumindest sind dies mehr Informationen, als ich in sämtlichen Foren zu dem Fall gefunden habe. Also im Prinzip hat man wohl einige Indizien gehabt oder Indizien konstruiert, die aber dann wohl keine Indizienkette brachten, wie es ansonsten so ist. Die Staatsanwältin glaubt, dass es diesen Thomas nicht gibt. Aber schon mal die Frage wieder, warum dann der Brief?
Es ist nicht bekannt, dass Brigitte irgendeine psychische Störung hatte, weswegen sie einen Brief an eine Fantasiefigur schreiben sollte. Dann gibt es keine genaue Tatzeit. Also ganz ehrlich, mit so einer miesen Indizienkette sollte man auch keinen Prozess führen. Und nachdem dann dieser Prozess verloren ging, macht man sich in Aktenzeichen XY auf die Suche nach Thomas, den es, so meint es die Oberstaatsanwältin auf jeden Fall, ja gar nicht gibt. Macht auch keinen Sinn. Dieser Bericht stammte vom 9. Februar 1990 und da muss man also sehr schnell zum Lebensgefährten als vermeintlichen Täter gekommen sein. So, das ist eigentlich alles, was ich zu dem Fall herausfinden konnte. Eine Information gab es doch noch, und zwar in einigen Foren wurde erwähnt, dass Brigitte auf Kontaktanzeigen geantwortet hat. Aber dazu gab es dann keine Quellen, aber ich wollte es trotzdem nochmal am Rande erwähnt haben. Und natürlich wird auch dieser Fall mal wieder mit den Göhrde-Morden in Verbindung gebracht in den Foren und noch eine Verbindung zu einem anderen Fall, und zwar von Regina Fischer. Zu diesem Fall hatte ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht. Allerdings sehe ich auch zu dem Fall von Regina Fischer und diesem Fall keinen Zusammenhang. Wenn man sich die Tötung anschaut, 60 Messerstiche und Schädel zertrümmert, dann ist es eine Übertötung. Das ist Hass und deutet klar auf eine Beziehungstat hin. Interessant finde ich einfach die Staatsanwältin oder die Oberstaatsanwältin. Zuerst volles Rohr auf den Lebensgefährten, die Verhandlung geht schief, weil Freispruch, und dann schaltet man eben Aktenzeichen Y ein, um nach einem Thomas zu suchen, von dem sie glaubt, dass es den gar nicht gibt. Also was sollte das? Was glaubt ihr denn? Hat es diesen Thomas gegeben? Man hat ja auch damals ziemlich drauf rumgeritten, zumindest bei Aktenzeichen Y, dass die Adresse von ihm nicht draufgeschrieben war, aber ihre Absenderadresse und keine Briefmarke drauf war. Das wurde ja als gewisses Mysterium in der Sendung bezeichnet. Was, wenn es dafür eine ganz einfache Erklärung gibt? Okay, Thomas gibt es. Und sie hat die Vermutung, dass dieser Thomas der Vater sein könnte. Sie will sich aber jetzt von ihm trennen, weil sie denkt, okay, besser mit dem jetzigen Lebensgefährten zusammenbleiben. Sie schreibt diesen Brief und packt ihn in einen Umschlag. Aber warum steht da hinten diese Adresse drauf? Komplett. Ganz einfach. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat Brigitte vielleicht einige Umschläge zu Hause, wo sie hinten schon mal die Absenderadresse draufgeschrieben hat. Oder sie wollte neulich einen Brief versenden oder wollte in naher Zukunft einen Brief versenden, den sie im Prinzip schon fertig hatte oder wo sie schon mal den Umschlag fertig gemacht hat, also zumindest mit der Absenderadresse, und hat dann einfachheitshalber diesen Umschlag genommen für den Brief an Thomas. Und deswegen hat sie auch nur dort drauf geschrieben, an Thomas oder Thomas. Vielleicht wollte sie ihm den Brief persönlich übergeben oder ihm in den Briefkasten werfen. Dann braucht man auch keine Briefmarke dafür. Das würde es einfach erklären. In der Verhandlung wurde ja davon gesprochen, dass der Angeklagte, also Lebensgefährte von Brigitte, eine Freundin als Zeugin hatte. Gut, das muss natürlich jetzt keine neue Lebensgefährtin oder Freundin im Sinne sein, sondern es kann auch einfach eine Freundin sein, wenn ihr wisst, was ich meine. Interessant war auch noch, was der Richter dann wohl im Prozess oder besser gesagt am Ende des Prozesses gesagt hat. Und zwar sagte der Richter, nicht jeder, der lügt, ist ein Täter. Also man ging vom Gericht ja wohl davon aus, dass der Lebensgefährte in der Verhandlung gelogen hat. Das dabei ja durchaus auch als Angeklagter, aber er ihn trotzdem nicht für den Täter hält. So, das war es, was ich zu dem Fall zusammentragen konnte. Nur noch eine kleine Geschichte. Die Staatsanwältin war übrigens damals auch die leitende Staatsanwältin oder Oberstaatsanwältin in dem Fall bezüglich des Zugunglücks in Enschede. Ich denke mal, daran werden sich die meisten noch erinnern. Gut, das war's mit dem Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert.
Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Und schreibt, was ihr denkt, in die Kommentare. Bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss.